Hallo zusammen. Ich versuche das große Thema, wie funktioniert ein Umzug in eine Kolokation, möglichst kurz zusammenzufassen. Ich habe das mal versucht, in 4 Punkte grob zu überblicken. Erster Punkt ist die Ausgangssituation des Kunden, der in die Kolokation wechseln möchte. Das heißt, wir wollen erstmal feststellen, was will er, was hat er, was will er, was braucht er. Zweiter Punkt ist, wie ziehen wir um? Es gibt 2 Varianten, ein Big Bang oder Move-Wellen. Da komme ich später noch drauf zurück. Dann die typischen Pain Points und als 4. Punkt, wie können wir beide zusammen diesen Kunden dafür gewinnen. Die Ausgangssituation des Kunden ist in der Regel so, dass er schon mehrere Cloud-Anbindungen hat. Er hat eine hybride Umgebungsarchitektur. Und was ist sein Fokus? Sein Fokus für den Kunden ist natürlich, er will seine IT-Landschaft optimieren, er will natürlich sparen und er will seine Betriebssicherheit nicht aufs Spiel setzen. Der Schlüssel zu diesem Erfolg für einen erfolgreichen Umzug ist relativ einfach, eine vorausschauende Planung. Wie erreichen wir das? Hier grafisch dargestellt, eine Kollokationsplanung beinhaltet also, wenn wir jetzt auf den Kunden schauen, der Kunde in der Regel aus der Industrie oder aus dem Finanzservice hat mehrere eigene Hardware in einem eigenen Serverraum, ein eigenes RZ, er hat aber auch Anbindungen in verschiedene Clouds. Um dieses Gesamtpaket jetzt in die Kollokation zu bekommen, brauchen wir eine gesamtheitliche Betrachtung, hier grafisch dargestellt, der Rahmen drum. Das heißt also, um das nochmal zusammenzufassen, die gesamtheitliche Planung beinhaltet natürlich, dass wir alle zukünftigen Anforderungen, die der Kunde hat, mit einbeziehen. Wir achten auf die Betriebssicherheit, natürlich auf die Kostentransparenz und natürlich die Cloud-Technologien, die der Collocator, also Sie, bereitstellen. Hier nochmal kurz zusammengefasst, die Vorteile einer Kollokation kennen Sie besser selbst. Hier nochmal in mehreren Punkten aufgeführt. Kommen wir zum eigentlichen Umzug. Es gibt 2 Modelle, das sogenannte Big Bang-Modell und mehrere Move-Wellen. Big Bang heißt, ein Umzug an einem Termin, die gesamte IT-Landschaft umziehen. Hängt natürlich immer sehr von der Größe ab. Umso kleiner, umso besser, umso größer, umso schwieriger wird es. Besser ist in der Regel, das in mehreren Move-Wellen zu machen. Kommen wir gleich noch zu. Das heißt, der erste Schritt für einen Umzug ist natürlich erstmal die Aufnahme der bestehenden Infrastruktur. Daran hapert es leider sehr häufig auf Kundenseite. Das heißt also, wir von Rosenberg gehen hin, schauen uns zusammen die Dokumentation an, verbessern die oder nehmen sie neu auf. Das heißt, die vorhandene Hardware wird aufgenommen und wichtig, die vorhandene Verkabelung. In dem Moment, wo wir umziehen und es funktioniert auf der neuen IT-Fläche nicht und wir müssen wieder zurück, das sogenannte Fallback, muss natürlich klar sein, wo war die Hardware und welches Kabel war auf welchem Port. Wenn man diese Hardware aufnimmt, prüft man auch gleichzeitig, ist es dann wirklich nötig, die Hardware umzuziehen? Ist die Hardware vielleicht zu alt? Ist die Lizenz abgelaufen? Gibt es überhaupt Wartungsverträge noch? Ein System, was mehrere Jahre in einem alten RZ läuft, ist sehr anfällig. Wenn das 5, 6, 7 Jahre an einem Strom hängt und Sie ziehen den Strom, verabschieden sich häufig schon Netzteile oder Festplatten. Ersatzteile dafür zu bekommen, ist auch nicht ganz einfach. Das heißt also, man prüft gleich, ob man nicht einen Tech-Refresh macht, das heißt, alte durch neue Hardware ersetzt. Hat auch den Vorteil, Sie haben eine alte Landschaft, Sie haben die neue Landschaft in der Kollokation, Sie brauchen nachher nur noch umschalten. Das heißt, wir müssen, nachdem wir das festgestellt haben, klar definieren, was bleibt da, was nehmen wir mit und was muss neu angeschafft werden. Wir sorgen auch dafür, mit dieser Planung, welche Racks, wie werden die Racks aufgestellt, wie viele müssen wir aufstellen, wie werden die untereinander verbunden. Wir erstellen auch einen sogenannten Hardware- und Verkabelungsplan. Wie ich eben schon sagte, 2 Alternativen, Big Bang, ein Termin oder Move-Wellen in mehreren Terminen. Hat halt auch den Nachteil, Big Bang, Sie brauchen nur einen Termin organisieren, mehrere Move-Wellen, Sie brauchen halt auch die gesamte Mannschaft auf Kundenseite, die natürlich auch dann die umgezogene Hardware testet. Zugriffe, okay, ja, nein. Ist nicht einfach zu organisieren, ist aber sicher, das zu machen. Warum? Weil man unterteilt diesen Umzug in Produktion, in Storage, in Testumgebung, wie auch immer. Man fängt mit unwichtigen Bereichen an, schaut, funktioniert alles und dann kann man langsam bis Ende hin zur Produktion quasi umziehen. Wenn wir das alles erledigt haben, wir haben den Plan erstellt, dann gehen wir natürlich nach Plan vor. Das heißt, wir schalten die Geräte, so wie vorher festgelegt, ab. Wir haben die Dokumentation festgezurrt. Alles ist klar, wo war was. Wir bauen aus, wir verpacken, wir bringen es rüber und sorgen dafür, dass alle Teams natürlich an dem entscheidenden Tag auch zur Verfügung stehen.
auch nicht ganz einfach, weil wir nicht nur die Teams, die den Umzug machen, organisieren müssen. Wir brauchen die Teams auf der Zielfläche, bei der Kolokation, aber auch von der Kundenseite das Team. Wie machen wir das? Es gibt mehrere Prozeduren, die wir anbieten oder vielleicht auch vom Kunden schon bereitgestellt werden. Wir sorgen dafür, dass die Hardware eingebaut wird. Wir sorgen dafür, dass das dokumentiert wird. Wir sorgen für die Verkabelung zusammen mit dem Kunden in Absprache. Das heißt, eigentlich das wichtigste Detail daran ist die enge Kombination von uns mit dem Kunden. Wenn wir das geschafft haben und die neue Hardware funktioniert auf der IT-Fläche, gibt es natürlich eine Abschlussdokumentation. Je nachdem, was die Tools hergeben, beziehungsweise was der Kunde uns zur Verfügung stellt oder wir ihm liefern können, würden wir das zur Verfügung stellen. Darüber hinaus bieten wir nicht nur den Umzug an sich an, sondern auch, falls gewünscht, den kompletten RZ-Service auf der neuen Zielfläche. Das heißt, von Einbau, von Verkabelung, von Störungsbehebung, von Technikerbegleitung oder Subunternehmenssteuerung, alles inklusive. Hier nochmal kurz zusammengefasst, die 4 Punkte, die ich vorhin genannt habe. Das heißt, wir machen eine Bestandsaufnahme, das heißt eine Analyse und ein High-Level-Design. Wir haben die Umzugsplanung, das heißt, wir teilen mit dem Kunden zusammen die einzelnen Umzüge ein, je nachdem, was sinnvoll ist. Der Punkt 3, die Umsetzung. Wir kümmern uns um die Migration an sich. Und am Ende Optimierung, das heißt Aftercare, alles, was danach noch anfällt, wird noch von uns mit begleitet und gelöst. Hier nochmal eine Übersicht, was ist der Vor- und Nachteil eines Big Bangs im Vergleich zu den Move-Wellen. Big Bang, ganz klar, geht am schnellsten ein Termin, ist natürlich ein hohes Risiko. Wenn irgendwas nicht funktioniert, es muss wieder zurück. Das muss innerhalb der Zeit natürlich eingeplant sein. Das heißt, wenn wir die Hardware, je nachdem wie weit man noch umzieht, wieder zurückfahren muss und Sie haben nur eine begrenzte Downtime, weil hochproduktiv, wird das schon schwierig. Komplexität ist natürlich auch sehr hoch. In Move-Wellen, wie gesagt, kann man das in kleine Häppchen einteilen. Hat den Nachteil, es dauert länger. Sie müssen die Teams öfters organisieren, aber eben das Risiko ist kleiner und es ist kalkulierbarer. Kurz zusammengefasst, was können wir also bieten? Wir bieten eine 360-Grad-Sicht auf den Kunden. Das heißt, wir schauen uns das ganze Paket von oben an. Was hat der Kunde jetzt und was braucht er auf der neuen Zielfläche? Wie eben schon gesagt, alle Anforderungen werden berücksichtigt. Die Betriebssicherheit wird natürlich berücksichtigt und die Kostentransparenz, auch ein ganz wichtiger Punkt für den Kunden, beachten wir auch. Vorteile, wie gesagt, sind damit alle erfüllt, die der Colocator schon bietet. Hier nochmal zusammengefasst, was für den Kunden, Kundenseiten bieten wir, plus die Vorteile, die der Colocator bietet. Das zusammen ergibt, wenn Sie einen Umzug machen wollen, dann gerne mit unserem Rosenberger OSI-Team. Vielen Dank.